Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal, dem Backfeger. Heute möchte ich mit euch einen leckeren Mandarinen-Schmandkuchen mit Dinkelmehl backen. Und dazu gebe ich euch noch einen super Tipp, wie man den Mürbteig gleich rund ausrollen kann. Die Zutaten zeige ich euch gleich. So, ich zeige euch jetzt für den leckeren Mandarinen-Schmandkuchen die Zutaten. 250 Gramm Mehl, Dinkelmehl, 120 Gramm Zucker, ein Ei, 125 Gramm Butter, ein Päckchen Vanillezucker und einen Teelöffel Backpulver. Die Zutaten für die Füllung: ein halber Liter Milch, genau, 100 Gramm Zucker, 2 Päckchen Vanillepudding, 3 Becher Schmand, Saft von einer halben Zitrone, ein Päckchen roter Traubenguss Tortenguss, und 2 kleine Dosen Mandarinen. Aber man kann dann natürlich auch eine große Dose Mandarinen nehmen und der Saft von den Mandarinen. Dosen. Genau. Gut, und los geht's. Wir geben jetzt die Butter in die Rührmaschine und lassen sie erstmal aufschlagen. So, wenn die Butter aufgeschlagen ist, dann kommt jetzt das eine Ei dazu. Und wieder rühren. Wir geben den Vanillezucker in den Zucker mit rein und dann das Zuckergemisch in die Küchenrührmaschine. Und dann wieder alles verrühren. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Mehl. Das Backpulver kommt ins Mehl rein, wird kurz untergehoben, kurz vermischt mit dem Löffel und dann löffelweise in die Küchenmaschine und das Ganze dann zum Knetteig verrühren. So, wenn ihr euch den Mürbteig hergestellt habt, dann legt ihr ihn auf die Dauerbackfolie, ein bisschen Mehl drüber und die andere Dauerbackfolie kommt oben drüber. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr den am besten gleich rund ausrollen könnt für eure runde Form. Und ich kann euch nur die Dauerbackfolie empfehlen, weil die könnt ihr immer wieder abwaschen und immer wieder benutzen. Und der Vorteil ist, dass euer Nudelholz nicht schmutzig wird und immer das abgewaschen werden muss. Und zwar fangt ihr in der Mitte an und rollt in der Mitte. Von der Mitte nach außen. Immer wieder drehen dabei, weil dann wird der Teig nämlich auch rund. Und immer zwischendrin mal die Folie lösen, dass Luft drunter kommt. Und dann könnt ihr sie wieder drauflegen und weiterrollen. Und wenn euch der Tipp gefällt, dann dürft ihr mich gerne abonnieren oder mir einen Daumen nach oben geben. So, wenn der Teig ausgerollt ist, dann nehmen wir unseren Backrahmen. Ich habe den jetzt auf 26 cm eingestellt. Können den gleich abstechen. So. Also immer wieder den Rand abnehmen und dann innen hinkleben.
So, wenn ihr den Teig dann schön in die Form gedrückt habt, dann geht es jetzt an die Füllung. So, wir kochen jetzt mit einem halben Liter Milch und mit dem Zucker einen Vanillepudding und in 2 Päckchen Vanillepudding einen ganz normalen Pudding. So, mit ein bisschen kalter Milch natürlich das Puddingpulver erst anrühren und dann das Ganze in die kochende Milch schütten, ganz normal wie beim Puddingkochen auch. Wenn der Pudding gekocht ist, dann kommt jetzt der Schmand noch rein und dann der Zitronensaft noch. Gebt erst die Hälfte rein und rührt es erst unter. Und dann die andere Hälfte. Und zum Schluss dann den Zitronensaft. So, und jetzt kommt die Schmand-Puddingmasse in den Mürbteig, wird da reingefüllt, euren Ofenwein vorheizen auf 170 Grad. So, wenn die Schmandmasse eingefüllt ist, dann werden die Mandarinen noch oben drauf verteilt und dann kommt er ab in den Ofen. So, wenn die Mandarinen verteilt sind, dann kommt er jetzt ab in den Ofen bei 170 Grad, circa 40 Minuten backen. Ober-Unterhitze natürlich. So, also jetzt stellen wir noch den Tortenkuss her, und zwar nehmen wir jetzt 2 gestrichene Esslöffel Zucker und vermischen das Ganze jetzt mit dem roten Tortenkuss. Und die Mandarinenflüssigkeit habe ich schon in den Topf gegeben. Das Ganze wird jetzt eingerührt und unter Rühren aufkochen lassen. So, wenn der Tortenkuss aufgekocht ist, dann noch 1 Minute stehen lassen, kurz abkühlen lassen und dann auf den Kuchen geben. So, ich habe den Kuchen jetzt aus der Form gelöst und jetzt kommt noch der Kuss drauf. Und dann nochmal abkühlen lassen. Fertig ist der Kuchen. So, ich schneide ihn mit euch jetzt nochmal an, den Kuchen. So schaut er aus, der Kuchen. Viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch schmecken. Bis bald. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie er euch geschmeckt hat. Bis bald.